Achtung, dieses Spiel behandelt Themen wie Depression, Suizid und ähnliche als Trigger womöglich fungierende Themen. Bitte schaut euch das nicht an, wenn ihr nicht wisst, wie ihr damit umgehen könnt. Außerdem wurde mir das Spiel kostenlos vom Entwickler zur Verfügung gestellt. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. This game deals with depression issues and may contain implicit handling of suicide. Press Enter to continue. Und damit Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. Ihr habt es im Anfangsbildschirm gesehen, das Spiel könnte triggern. Es geht ein bisschen um Depression und Selbstmord und so. Es wurde mir kostenlos zur Verfügung gestellt vom Entwickler. Das habe ich auch am Anfangsdings gesagt. Und ich habe gestern mal kurz reingespielt und es war gar nicht mal so schlecht. Forget in progress. Und ich würde sagen, wir continuen einfach mal. So, das ist alles ganz klar. Okay. Es wird viel englischen Text geben. Memory Fragment 4. I can only afford this last batch of medicine just to survive for a few more days. The electric company is going to cut me. Doctors have sent me home. With my current condition, I can only live for a few more days at best. I've used up all my money buying countless amounts of medicine just to discover that they really help nothing. No one has known about it. They don't deserve to know. I've committed enough sins already. I wonder what she's doing right now. Since the incident, we haven't been seeing each other for so long. I really miss her. I will do anything just to talk to her, just one more time. Maybe she still remembers me. Maybe. Maybe not. But if she doesn't, that's okay. I will hold her hands first, just like the old times. Lasst euch nicht von der Musik täuschen. Wir sind hier in unserem Wohnzimmer und wir schauen mal auf unsere To-Do-Liste. Turn off the radio. Denn dieses Radio ist viel zu fröhlich für uns. So, wir haben einiges zu tun. Manchmal flackert das Bild, das finde ich sehr seltsam. Das war gestern nicht so. Vielleicht liegt es an der Aufnahme. Ich hoffe, die Aufnahme klappt. Wir müssen noch unser Medizinchart lesen. Wir müssen die Cacti bewässern. Wir müssen die Waschmaschine anstellen. Wir müssen ihr eine Nachricht schreiben und wir müssen schlafen. Das sind unsere Aufgaben. Hier ist Albert Einstein. Hier klingelt irgendwo ein Telefon. You are everything that is left. Are you happy now? Hier können wir uns um den ersten Kaktus kümmern. Ich weiß nicht, ob wir den streicheln oder so. Hier ist unser Medical Record. Name, Date of Birth, bla bla bla, steht überall nichts drin. Medical History, Acute Lymphoblastic Leukemia. Also wir haben Leukämie und Mental Disorders, also auch mentale Probleme. Und da wurden wir mit einigen Medikamenten behandelt, mit Ibuprofen, mit Morphin, mit Opioiden, mit Chemotherapie, mit Antidepressiva und ganz vielen anderen Sachen, die ich nicht kenne. Und dann Treatment was temporarily halted due to the patient's financial status. Wir können uns also keine weiteren Medikamente leisten, deshalb wurde die Behandlung eingestellt. Begin providing painkillers and antidepressants periodically. Dann im Januar 2015 gab es Schmerzmittel und Antidepressiva von Zeit zu Zeit. Hier ist ein Telefon, da gehen wir mal ran. Hello? Yes, it's me. I know. Yes, I will also consider that option. Yes. I know, thank you. Appreciate your effort, though. Bastards want me to buy more pills so they can make as much extra cash as they can out of a dying patient. They also refuse to provide any other treatment protocols just because I couldn't afford it. You know what? Doctors are funny. Giving you all kinds of medicine and tell you this is going to fix your problems. Not our problems. You can hardly have another choice than being extremely greedy, taking whatever you can for your own survival without giving a flying fuck about the others. That's how the modern world works. Ja, es wird ziemlich depressiv hier alles. Hier mal ein wunderschönes Badezimmer. Hier steht ein Mixer im Dings. War hier nicht noch? Ach doch, hier ist ein Kaktus, genau. Auch den haben wir mal gestreichelt. Dann gehen wir mal nach oben.
Ein Fernseher. Hier haben wir unseren Laptop. Mit einer gekonnten Drehung öffnen wir den Laptop. News. Können wir nicht öffnen. Wahrscheinlich interessieren sie uns auch gar nicht. Wir können nur in den Skype Messenger, wo wir uns einloggen können. Jetzt haben wir Muddy Maestro. Keine Nachrichten. Ren. Keine Nachrichten. Ikrumiric 99. Keine Nachrichten. Und Unidentified. Last seen vor 121 Tagen. Hier können wir eine Nachricht schicken. Und dann wurde die Nachrichtennummer bla 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 gesendet. Und dann machen wir den Rechner wieder aus. Ich weiß nicht, was wir ihr geschrieben haben. Wir haben ihr auf jeden Fall etwas geschrieben. So, dann gehen wir nach draußen. I won't be going anywhere if you don't tell me what's going on. Ich gehe nicht weg, bevor du mir sagst, was los ist. Noch ein Kaktus, den wir streicheln können. Noch ein paar Bilder. Haben wir noch ein Bett, aber wir müssen die Waschmaschine noch anstellen. Die ist nämlich hier auf dem Balkon. Finde ich auch sehr interessant, eine Waschmaschine auf dem Balkon zu haben. Aber okay. Wir stellen sie an. Damit müssten wir eigentlich alles gemacht haben. Ja. Ich glaube, wir können schlafen gehen. I haven't done my things yet. Was haben wir denn noch nicht gemacht? First for bedroom. Wir haben noch alle Cacti, oder? Waschmaschine ist an. Wir haben hier eine Nachricht geschrieben. Haben wir etwa einen Kaktus übersehen? Haben wir nicht 3 Cacti gestreichelt? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Nachricht haben wir ihr auch geschrieben. Können wir auch nicht noch eine schreiben? Okay. Den anderen können wir übrigens auch keine Nachrichten schreiben. Das habe ich schon mal ausprobiert. Fernseher können wir auch nicht anmachen. Dann scheinen wir unten etwas vergessen zu haben. Habe ich einen Kaktus vergessen? Es ist schade, dass die Objectives so nicht abgehakt werden. Hier war kein Kaktus. Die Musik haben wir ausgemacht. Den Kaktus haben wir auch. Medical Record haben wir auch gelesen. Den Kaktus haben wir auch. Turn off the radio. Read the medical record. Take care of the cactus. Activate the washing machine. Messages. Sleep. Wir müssten eigentlich alles haben. Letztes Mal hat es auch geklappt, als das gestern... These pills are supposed to help me with the pain. Dann nehmen wir mal Tabletten. Und schauen mal, ob wir jetzt schlafen gehen können. Na, komm, geh um die Ecke. Aha, jetzt können wir schlafen gehen. Wunderbar. Memory Fragment 5. This little cactus pot will take your place when you're not here. At least I can have something always by my side to remind me of you. So, und jetzt Ngudi und Latnua. Ich weiß nicht, was das heißt. Und jetzt wird die Welt ein bisschen seltsamer. Während wir tief an unsere Depressionen verfallen. Unsere Aufgabe ist, grab the knife in the kitchen, decide what to do with it. Wir sollen uns das Messer aus der Küche nehmen und dann entscheiden, was wir damit tun. Die Wohnung sieht nicht mehr so aus wie gestern noch. Aber die Welt draußen, wir können auch nicht nach draußen, die Welt draußen ist gleich geblieben. Hier haben wir jetzt einen neuen Zettel. 22.08.2015. Another day, another step closer to nihilism. We plan to meet at the local bus station near my place. 21:47 Uhr. She didn't come. She promised, but she didn't come. 22:12 Uhr. I tried calling her several times, but no one answered the phone. 22:24 Uhr. Worried, I put on the scarf and rushed to the bus stop, but no one was there.
Diese andere Person scheint unser einziger Halt im Leben zu sein. Hier ist das Messer. Was haben wir hier? Ja, das war ein bisschen tricky. Da. 23.08.2016. Consumed an excessive amount of pain pills. I was supposed to save them since it's the last batch of medicine I got from the doctors. Oh, and she called. Midnight. She said that they didn't allow her to go out. That if she was released, she would never come back. But that was everything. Das Messer. Na. Nimm das Messer. Wir haben das Messer. Und ich weiß nicht, wie ich entscheide, was ich damit tue. Ich weiß nur, wenn ich hier lang gehe, passiert Folgendes. Memory Fragment 1. Where are you? Everybody has their own comfort zone, which can only be experienced by sleeping. I too have my own comfort zone. Every day I wake up, open my eyes, then all of a sudden the reality nightmare kicks in and abruptly slaps me in the face. I have no other choice but to deal with it. It is horrible. That's why I have the tendency of overdosing on pills like nearly every day. It's strange that I haven't died yet. Oder it's strange that I haven't died yet. Und jetzt sehen wir, wird alles immer seltsamer hier. Da liegen, glaube ich, unsere Zigarettenpackungen. Hier ist das Straßenschild. Sind wir etwa draußen? Hier dreht sich eine Tür. Hey you, come over here and help me standing up. But Mom said I shouldn't get close to strangers. But you're the only one walking around this park, and I have leg malformation. But that was exactly the reason crutches were invented. But geez, just help me already. You boys are always so annoying every time. Da wollte jemand Hilfe beim Aufstehen. Eine leere Bank. Und hier ein Dead End mehr oder weniger. Ich folge mal den Lichtern. Ist ein bisschen wie in Everybody's Gone to the Rapture. Hier stehen Menschen. Hier ist Blut, ein Stein. How many times I've told you that self-harming is a very idiotic thing to do. But it helps me to forget things temporarily. Like some kind of medication, you know? Und alle stehen neben diesen Geschwindigkeitsschildern. Das sieht fast aus wie ein Baum. Da kommen wir auch zu Bäumen. Übrigens keine Ahnung, wie lang das Spiel ist. Now you're even heavier than before. It's a burden carrying you on my back all the way to school and elsewhere. Are you mocking my weight? Nope. Just want to say that I'm not currently eligible for insurance yet. But I don't want to sit in a wheelchair, it's so frustrating. Ich glaube, kann es sein, dass wir derjenige sind mit dem kaputten Bein und wir lassen uns tragen? Und dass wir deshalb so depressiv geworden sind? Eben weil wir nicht mehr wirklich selbstständig sein und leben konnten? I haven't really settled in the new place yet. Everything is just so strange and new. The people, the culture, the traffic, the language. I just can't get used to it. Anyways, it's just one more week away before school starts. I hate you. I hate you for not being right here, right now. It must be really late there. Take care. And don't break the promise, okay? I'll be here waiting for you.
It's simple. Just do this, this, this and this and you will be fine. Trust me. Das sind immer die... Ich bin ja selber ein wenig betroffen und das sind immer die gut gemeinten Ratschläge anderer Menschen, die aber überhaupt nicht der Realität nah sind oder irgendwas mit dem Problem zu tun haben, was man hat. Great, now you're just wasting all these years trapping yourself in an endless cycle of pain. You're selfish. It's not pain, it's pleasure. There's always a choice. Whoever wrote this must have absolutely no idea what he's talking about. That everyone is different from one another. That every perspective is unique and should be respected. Pathetic. There's not always a choice. I just do whatever I can. Man hat nicht immer die Wahl. Leider ist das wahr. It's selfish to stubbornly keep her by my side, but also no difference if I let her go. I'm still selfish either way. Hier geht's also ins Nirgendwo. Ein kleines labyrinthartiges Gedankengebilde hier. Ich hoffe, es gibt keine Jumpscares, das würde die Atmosphäre ziemlich zerstören. 5 years. 5 years is just too overwhelming. Too much. Especially at this stage of life, when the majority of people just want a quick free ride without thinking much. But isn't people were born to pay their debts? Das ist nicht so gutes Englisch, aber... You selfish. Is that what you really want? You only care about yourself. Here. This is where people usually fall. It's hard to find a reason to keep us both stay. Da hinten liegen Geschenke. Und hier fallen wir. Spiel kostet übrigens ein paar Cent auf Steam. Was ist das für eine Linie? Das ist mein einziger Orientierungspunkt. There was a ladder here. No one can predict the future, but you still did. You booked the ticket already? Yeah, but I had to hide it from my parents. They won't ever let me travel that far. What about you? I'm not sure. Everybody's working hard to meet the deadline. It's funny how most people only care about making money, but it'll be too late before they realize everything has fallen into places. Aren't we all puppets and the modern world is what pulling the strings? It's tearing us apart. The closer we are to each other, the more lonely we feel. Je näher wir uns sind, desto einsamer fühlen wir uns. Ich glaube, wir gehen hier auf ein Licht zu. Oder auch nicht. Ich kann mal umschauen, ob hier irgendwo... Also die einzigen Anhaltspunkte sind diese zwei helleren Flecke hier. Wir haben auch keine Tasks mehr. Kommen wir... Oh ja, doch, wir kommen näher. Wir sind auf der Straße. Ich habe keine Ahnung, wie lange das Spiel geht. Are you thinking about something? No, why? Well, most people can afford to risk their lives for someone like me, but who knows? There's always a fitting piece for you in this world. Someone who can heal you of your wounds. Ignore and live with your defects. You just have to wait, patiently. So, chin up. Life's too short to be sad. You have me now. Das Leben ist zu kurz, um traurig zu sein. Ich gehe weiter auf das Licht zu. Und schaue mich mal ein bisschen um, ob hier irgendwas passiert. Ein Tisch, Stühle und ein Geschenk. I can't eat sweets, you know that.
Oh, come on, I made all these myself. Are you going to let me eat them or what? You have to be healthy like me. Besides, cuddling a thin person is not that comfortable and warm, if at all. Das ist ja süß. Eine dünne Person zum Abend ist gar nicht so schön weich und warm. Da fühle ich mich mit meinem Bauch doch gleich ein bisschen wohler. Ein Treppenhaus. Are you afraid of heights? Why? We've gone all the way this far, and I don't want to fall. It's going to hurt. A lot. Aber wir können da aber nicht hoch. Ich glaube, wir müssen einfach weitergehen. Es sind nur kleine Erinnerungsfragmente, die wir hier sehen. Wir gehen weiter in Richtung Licht. Was ist das? Ein Schrank? Eine Tür. Memory Fragment 2, ... I'm afraid with her current condition there's hardly any treatment methods available. The expenses are high and success rate is something that can never be relied on, if any. Going overseas could help, but again, treatment expenses are something to be significantly considered. Ich überlege gerade, sind wir eine Frau? Oder reden wir von unserer besseren Hälfte? Ist sie auch krank? Are you one of those cold-blooded ones who isn't afraid of dumping your loved one if something bad got to them? What were you thinking? You nuts or what? Do you have any idea of how hard and wasting it is to love a deceased person? You will miss out on a lot of opportunities out there. She will only hamper your progress. You fool, just keep moving. You don't ever listen to me, just for once. Da wird irgendjemandem gesagt, eine kranke Person zu lieben, ist die Zeit nicht wert, man verpasst so viel. Since you're my best friend, let me put this into plain words. Stop whatever you're doing. You know what it is. Just stop. Don't burn your youth and your precious time on her. You're supposed to enjoy your life. Keep ignoring me and moving forward. You will regret. Ich glaube, unsere Freunde in Anführungsstrichen sagen uns hier, wir sollen sie vergessen, weil sie uns aufhält. Are you afraid of falling? Because it's going to hurt. A lot. Cactuses are harmless, aren't they? Relax, I'm gonna go easy on this. It's not like I'm blaming everything on you. In the end, you can't always choose what to keep. You can only choose how you let it go. That's what they usually say, even though I really love her, and I'm sure she'd do the same. But can't you also feel it, that we're gradually fading away? The distance. I'm running out of patience. I just want to be with you right now. Look at these people. They're all clueless about you and your problems, like they care. It's not their business anyway. Time. Please don't take her away. A piece of cake, they said. If I were you, they said. It's always easier for them to judge people from their perspective, and yet they still chime in their opinion like they know everything. Nobody wants me. Nobody wants broken things. Entschuldigung. And here you are.
Oh, standing between a mess created by people, ignorance and your negativism. What do you mean? You were diagnosed with HIV? No, that's not the reason. You're lying, aren't you? You're planning to dump me. You disgusting monster. Nobody can predict the future. Gehen wir gerade wieder zurück. Nee. And here you are, standing between a mess created by people, ignorance and your negativism. Doch, hier waren wir schon. Ich glaube, ich bin jetzt wieder zurückgegangen. Nobody can predict the future. Wir gehen einfach weiter in diese Richtung. Durch den Text. Oh, hier geht's gar nicht weiter. Wir können gar nicht durch den Text. Oh, hier geht's weiter. Wow! Holla, da habe ich mich erschrocken. Why are you still here? It's not your fault, it's my fault. It's not their fault, sorry. But even I can't reverse time. Can't you see what you've done? I should pay my debts. There's no good or evil, just you and your choices. Everything's gonna be alright. Even when you die or live, it matters not. You have to pay the price either way. Finish the film, director. You know you can't release an unfinished film to the public. Und jetzt, glaube ich, müssen wir uns entscheiden, uns umzubringen oder weiterzumachen. Memory Fragment 6. I've been dreaming a lot lately, in which I stab myself and cut my body parts into pieces until I bleed to death. I quit. Jetzt sind wir wieder in unserem Haus und es klopft. Und wir haben keine Objectives. Gone November. Florastamine war die Person, die das gemacht hat. A sequence of short memory fragments of a dying man. Thanks for playing. Ich weiß nicht, was geschehen wäre, wenn wir uns entschieden haben, weiterzumachen. Aber das könnt ihr gerne selber rausfinden. Gone November kostet 50, 60 Cent auf Steam. Und es hat einfach... Es berührt. Wenn man irgendwie damit mal in Kontakt kam oder sogar selbst sich wiedererkennt, es berührt. Ich muss jetzt weg. Ich danke euch fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal in einem anderen Let's Play. Rainbird. Macht's gut. Tschüss.